Dieses Wochenende öffnet wieder unser Online-Shop für T-Shirts und Pullis mit dem neuen Design von 2021. Aufnäher vorne mit Rückenlogo. Ja, schaut rein in den Shop unimogteamfitzen.de und dann 7 Tage, solange der Vorrat reicht. Es ist nicht viel, ich habe leider zu wenig bestellt, das weiß ich jetzt schon. We are the farmers. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Ganz viele Technikfragen gehabt und ganz viel ging um Bremsanlage. Bremse, dass euer Unimog fährt, ist das eine, dass der Unimog auch wieder bremst, ist genauso wichtig. Deshalb gucken wir uns mal die Bremsanlage an, wie sie im Groben funktioniert und wie man so einen kleinen Service, also mal die Belege wechselt. Das machen wir heute zusammen. Das Rad habe ich runtergenommen. Wichtig ist, immer doppelt abstützen. Also ich habe hier unter jetzt meinen Wagenheber, wo ich das Ganze mit hochgehoben habe. Dann noch mal einen guten Turm Holz. Doppelte Sicherheit. Wir haben 2 Bremssättel, einen vor der Achse und einen hinter der Achse. Also 4 Bremssättel auf der Vorderachse. Alles, was wir auf dieser Seite haben, haben wir auf der anderen Seite auch. Wenn wir jetzt das Rad runter haben, ganz oft sind Bremssättel fest. Man muss die Radnabe, wenn auch nicht ganz leicht, so mit der Hand drehen können. Dann sind die Bremssättel auf jeden Fall lose. Natürlich, wir haben das Portal dahinter, das lässt sich jetzt nicht so leicht drehen wie beim Fahrrad. Wenn wir hier reinleuchten, das sieht alles nicht mehr ganz so frisch aus. Diese beiden Platten hier, das sind unsere Bremsbeläge, die auf die Scheibe drücken. Und hier links und rechts sitzen Kolben drin, die diese Bremsbeläge an die Scheibe pressen und somit bremst euer Unimog. Die wollen wir jetzt tauschen. Die Verschleißgrenze haben wir noch nicht erreicht, aber die sind so alt, dass sie auch mal wieder neu können. Ein Belag kostet ca. 10 €, also daran sollte man nicht sparen. Als erstes nehmen wir hier diese Verkleidung ab, diesen Blechdeckel, und dafür hier oben die Schrauben weg, weil wir dann gleich diese Stifte, die hier drin stecken, in die Richtung rausschlagen. Also geht's los. So, hier einmal den Deckel ab. Das Blech hier wollen wir auf jeden Fall abhaben, weil hier sind die Stifte, die wir in die Richtung rausschlagen. Und deshalb kommen wir da sonst nicht ran. Also hier auch nochmal. Dann haben wir hier den Bremssattel. Hier sieht man schön, dass hier der Kolben drin sitzt und hier. Und hier sind diese beiden Nasen, die hier rausgucken. Die werden wir jetzt raushauen mit dem Durchtreiber. So. Die gehen, egal wie vergammelt es aussieht, die gehen eigentlich immer ganz gut raus. Die sind nämlich auch dafür gemacht, dass sie gut rausgehen. So, zack. Sicherungsblech springt hoch, können wir auch raus. Hier den Durchtreiber ansetzen. So. Geht recht locker. Die Stifte hier, die sind zwar ein bisschen rostig. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Wir machen sie mit der Drahtbürste gleich sauber, aber wir nehmen sie wieder. Wir müssen jetzt das Blech hier, um sie wechseln zu wollen, noch das Blech abnehmen, aber die sind soweit technisch noch okay. Jetzt haben wir hinter die Belege, die sitzen recht stramm an der Scheibe dran. Dieser hier ist schon ein bisschen lose. Nehmen wir jetzt einfach mal eine große Rohrzange und drücken den Kolben zurück. Also setze ich hier die Rohrzange an. Sieht man sehr gut, funktioniert recht einfach. Dann können wir den Belag nach außen rausziehen. Er ist hier schon lose drin und wir hebeln ihn jetzt einmal mit dem Dorn, den wir verwendet haben. Hebeln wir ihn vorsichtig raus, drücken wir ihn hier raus. Da sehen wir auch gleich, dass er ganz schön viel Rotze mit, also so Verschleiß und Rott. Der Belag von der Stärke her geht das hier alles noch, aber er ist halt ziemlich alt und wenn wir jetzt hier rüber kratzen, sieht man die Kratzer nicht. Also diese Bremsbeläge, die sind aufgrund des Alters verglast und durch dieses Verglasen werden die nicht mehr die Bremsleistung haben. Also ich kratze drauf lang, eigentlich müssten wir was abrubbeln können. Das mache ich jetzt auf der anderen Seite auch. Zurückgedrückt.
Und den ziehe ich jetzt auch raus, beziehungsweise drücke ihn von hinten mit den Fingern ein Stück vor. Das klappt eigentlich recht gut. Dann von hier ein bisschen mit dem Dorn, so dass er sich da drin nicht so verkantet. So, auch raus. Jetzt puste ich das hier hinten einmal sauber mit Druckluft. Da wo die Bremsbeläge saßen, da sieht man halt so ein bisschen Korrosion und halt auch Bremsbelag, also hier Verschleiß von Belegen. Wenn wir jetzt ein Montiereisen nehmen und hier zwischenstecken, zum Beispiel hier zwischen Kolben und Scheibe, können wir den Kolben richtig entspannt zurückdrücken. So muss das sein. Die müssen sich schön bewegen lassen. Geben wir hier noch ein bisschen mehr Drahtbürste bei. Um die Lauffläche, weil man muss sich das vorstellen, der Bremsbelag liegt hier an den Seiten. Und er geht ja immer ein Stückchen vor und zurück. Und wenn er hier drauf festgammelt, auf diesen Laufflächen hier, dann haben wir halt verloren. Das machen wir jetzt mit der Drahtbürste noch sauber. Und dann kommen auch schon die neuen Belege. Wenn wir die Scheibe auch wechseln wollen würden, was wir heute nicht vorhaben, die Scheibe, wenn wir jetzt hier so mit dem Finger dran langziehen, sie hat hier oben keinen merklichen Grad vom Verschleiß her. Deshalb lassen wir die Scheibe drin, weil sie auch recht glatt abgeht. Sie hat keine Rillen, sie ist schön glatt. Sonst halt eine neue Scheibe, dafür würde man halt hier die Radnabenschrauben lösen, von hier, von der Seite. Die Radnabe herunterziehen und am besten vorher schon die Belege rausnehmen, dann fällt die Radnabe einfach so raus. Und dann können wir eine neue einsetzen. Dann hätten wir hier auch drin mehr Platz, um das noch besser zu säubern. Aber so wie das jetzt aussieht, sieht das alles gut aus. Haben wir hier Topf Kupferpaste. Kupferpaste ist eine Art Fett, was sehr langlebig ist. Das bedeutet, wenn wir Schrauben einsetzen mit Kupferpaste, sichert uns, dass es später noch losgeht. Und wenn wir jetzt hier die Bremsbeläge, die neuen, einsetzen, vergleichen wir die erstmal mit den alten. Man sieht hier, wie verglast der ist und wie schön rau dieser hier ist. Von der Dicke her sind die hier nur etwas dicker, aber man sieht es halt auch oft, dass diese hier kaum noch Futter haben. Aber der hier, der wird auch viel weniger jetzt nur noch abnutzen, weil er weniger Bremsleistung hat, weil die Oberfläche verglast ist. Dieses Verglasen kommt halt, wenn Bremsbeläge sehr alt sind. Und es ist ja so, dass die meisten Unimos in den letzten 20 Jahren jetzt nicht mehr so viel bewegt wurden. So, den neuen Belag, nachdem wir dann die Kolben zurückgedrückt haben mit unserem Montiereisen, zum Beispiel hier erstmal auf der Seite. In welcher Reihenfolge ihr das macht, ist ziemlich egal. Drücken wir den zurück und schieben dann unseren Bremsbelag rein. Vorher machen wir die Lauffläche, also da wo er dann im Sattel läuft, also hier, ein bisschen Kupferpaste rein. Die Rückseite auch, damit er nicht so am Kolben festklebt. Wichtig ist, dass ihr keine Kupferpaste auf den Belag an sich macht, weil das ist sehr, sehr kontraproduktiv bei der Bremse. Also wirklich nur an den Seiten, da wo er drin läuft. Und auch auf keinen Fall Kupferpaste auf die Bremsscheibe, weil das ist wie Fett auf der Bremse, das hat da nichts zu suchen. Also wenn die Bremse quietscht, kein Fett drauf machen, ne? So, den schieben wir jetzt hier ganz locker rein. Gucken schon mal so, dass wir hier den Stifte schon mal drin sind. Dann drücken wir jetzt die andere Seite zurück mit dem Montierhebel. Es ist gucken, dass er dazwischen geht. Jetzt passt er perfekt zwischen. Auch hier wieder die Lauffläche einschmieren mit ein bisschen Kupferpaste. So, den wieder rein. So, dass er sitzt. Richtungsmäßig bei den Bremsbelägen könnt ihr nichts falsch machen. Die kann man nur, die sind alle identisch und man kann sie nur in eine Richtung, sie sind auch auf beiden Seiten gleich, bis auf diese eine Nase hier. Aber da kann man nichts falsch einbauen, falsch rum. So, jetzt haben wir hier wieder dieses Blech. Prüft das Blech, ob es noch in gutem Zustand ist. Es hält die Stifte stramm und vermeidet das Quietschen beim Bremsen. Sonst könnt ihr auch einfach ein neues nehmen. Hier haben wir mal Vergleich alt gegen neu. Also so rum. Das hier ist jetzt ein Nachbaublech, sieht ein bisschen anders aus. Funktion ist identisch. Wir nehmen mal ein neues. Wichtig ist, dass hier dass der Hubbel in der Mitte nach außen ist. Dann reingedrückt, weil anders passt es nicht. Dann auf der einen Seite schon mal den Stift rüber geschoben. So, dann könnt ihr ihn hier runterdrücken mit dem Finger. Das geht eigentlich recht gut. Hier auch durch. Top.
in der Führung drin. Dann geht es jetzt auch wieder darum, hier mit dem Pinsel noch ein bisschen Kupferpaste, weil der Belag sich halt auch auf dem Stift etwas hin und her bewegt. So, da auch noch ein bisschen Kupferpaste raufschmieren, ohne den Bremsbelag mit Kupferpaste einzusauen. Dann klopfen wir jetzt von hier hinten von dieser Seite noch etwas nach. Die Stifte hier wieder rein, die das Ganze sichern. Es geht recht gut eigentlich. Erst mit dem Hammerkopf, dann nochmal mit dem Durchtreiber. Gut, Nummer 2 sitzt auch. Bremse auf Freigängigkeit prüfen. Das ist genau wie vorher. Super. Dann haben wir hier noch diesen Deckel. Das Ganze ist natürlich jetzt hier sehr staub- und dreckanfällig, deshalb kommt da dieser Blechdeckel rauf. Fehlt leider bei vielen Unimogs, was mir aufgefallen ist. Da drücke ich die Nasen zusammen und dann der das Ganze noch gegen Staub verschließt. Das ist wichtig, dass dieser Deckel auf jeden Fall drauf ist. Dann lassen wir mal nach hinten gehen zur Achse. Jetzt gehen wir zur Hinterachse. Da haben wir nur einen Bremssattel. Und dann haben wir hier dieses Gerät, das ist der Federspeicher. Der Federspeicher funktioniert so, dass wenn er bremst durch Federkraft und er wird gelöst durch den Druckluftspeicher im Fahrzeug. Das bedeutet, ihr müsst auch immer Luft pumpen, bevor ihr losfahren könnt, weil sonst die Handbremse nicht löst. Und dafür ist dieser Federspeicher verantwortlich. Er benötigt Luft, um zu lösen. Und hier ist es jetzt auch so, er ist gerade angezogen. Um den Federspeicher jetzt zu lösen, müssen wir Luft aufs System geben. Das machen wir am einfachsten, indem wir ihn fremd befüllen. Er ist jetzt gerade aufgebrockt, deshalb möchte ich es vermeiden, dass das Fahrzeug hier so im aufgebrockten Zustand läuft. Wir haben da so einen Schlauch, also das zeige ich euch mal. Einmal haben wir da diesen Anschrauber. Den schrauben wir gleich an einem Abgang am Druckluftkessel an. Und dann haben wir hier ein Ventil von einem Reifen, wo wir gleich mit dem Luftfüller rangehen. Jedem Unimog ist das ein bisschen anders. Hier sind an eurem Fahrzeug so schwarze Kappen wie diese hier. Darunter befindet sich so ein Druckluftanschluss. Da schrauben wir den hier mal rauf und füllen hiermit einfach Luft aufs Fahrzeug. Wir hören, wie es in den Kessel reingeht. Der Unimog benötigt 8 Bar Druck, um die Federspeicher zu lösen. Ich gebe jetzt hier gerade mit einem Luftfüller Druck aufs System, wie eben gerade gezeigt. Die Nadeln steigen beide an. Ja, dauert nicht lange und dann haben wir genug Luft. Und wir brauchen den Unimog nicht hier in der Werkstatt laufen lassen. Handbremse gelöst und jetzt dasselbe wie auf der Vorderachse. Du musst das Blech nicht abnehmen. Ja, und das andere kommt einem gleich entgegen. Den auch raus. Die Handbremse ist gelöst. Also das Blech ist raus, die Stifte auch. Dann haben wir hier eine Kronmutter. Oder Kronmutter nicht, sondern eine Mutter, die das festkontert. Und zwar ist das hier der Rücksteller. Hier wird die Bremse nämlich voreingestellt wegen der Handbremse. Jetzt lösen wir als erstes mal die Schraube. Gelöst. Und dann können wir jetzt mit dem Inbus nach rechts drehend, so rum, können wir den Bremsbelag zurückstellen. Nach links drehen wir ihn weiter rein, also da drehen wir den Kolben raus und so drehen wir ihn zurück. In der Hoffnung, dass die Rückstelleinrichtung funktioniert. Und ja, sie funktioniert. Der Bremsbelag ist schon locker. Jetzt können wir ihn hier auch mit der Zange noch ein Stückchen mithelfen. So, das läuft auch. So, da haben wir den ersten. Er geht recht schwer raus, weil der hier wahrscheinlich auch schon weit über 10 Jahre drin sitzt. Wir kriegen ihn langsam Stück für Stück rausgearbeitet. So, da haben wir ihn. Da sieht man schon, dass er viel, viel weniger Fleisch hat und auch verglast ist. So, den haben wir zurückgestellt. Das machen wir jetzt hier auf der Seite auch. Unter der Mutter, einmal hier mit der Knarre, zack, lassen sich meistens recht gut lösen. Wichtig ist, dass ihr weiterhin genug Druck auf dem Fahrzeug habt, damit der Federspeicher permanent gelöst ist. Und natürlich auf der anderen Seite Unterlegkeil unterlegen. Nicht, dass euch der Unimog vom Bock rollt. Das wäre so der Super-GAU. So, hier einen kleinen Imbus rein. 4er ist das, glaube ich. Und die Bremse zurückdrehen. Zurückdrehen tun wir nach links. Lassen wir ihn hier erstmal drin. Jetzt müssen wir schon mal hier mit. Jo, top. Ja, aber hier sieht man auch,
Ich hole mal einen neuen Bremsbelag zum Vergleichen. Also ich glaube, hier kann man verstehen, warum die Bremswirkung auf der Hinterachse gerade nicht mehr so gut war. Dieser Bremsbelag, der war, ja, er war halt da. Also der Belag nicht, aber ja. Okay, jetzt drehen wir den hier weiter zurück. Drücken den Kolben mit dem Montiereisen. So, und schrauben hier so lange zurück, bis er eben mit dem Bremssattel ist. Dann in dem Zug kam der hier jetzt mit raus. Den drücken wir dann auch wieder zurück. Das ist nicht schlimm, wenn man hier ein paar Mal die Kolben hin und her drückt. Da hilft man einfach nur bei der Gangbarkeit. Und immer gucken, dass man die Staubmanschette dabei nicht beschädigt. So, jetzt drückt man hier die Kolben ein bisschen hin und her. Das ist nicht verkehrt, dann weiß man, dass beide gangbar sind. Jetzt machen wir wieder das mit dem Saubermachen. Hier haben wir den ganzen Dreck rauspusten mit der Drahtbürste sauber. Kupferpaste, neue Belege und dann geht's weiter. Beim Zurückdrücken drücken wir immer den einen Kolben, wenn wir den einen reindrücken, drückt der andere wieder raus, damit er nicht zu weit rauskommt. Stecken wir einfach wieder den alten Belag rein. Aber hier sieht man es auch schön, das hat sich Rost angesetzt, deshalb läuft er in der Lauffläche richtig schlecht. Das ist jetzt hier nur so, dass ich den da wieder einmal reinbekomme. Geht nur darum, dass der hier wieder zwischenkommt. Nehmen wir mal lieber den, der nicht so viel Belag hat, geht noch ein bisschen einfacher. So, der steckt jetzt hier zwischen. Dann kann ich den hier zurückdrücken, ohne dass die Gefahr besteht, dass der andere rausfällt. So, der geht noch nicht ganz zurück, dann schrauben wir ihn hier noch weiter beim Einsteller zurück. Der ist noch ein ganzes Stück zurückgekommen. Gucken wir mal jetzt, ob unser neuer Bremsbelag reinpasst. Das passt. Jetzt alles nochmal gangbar machen. Ich werde hier nochmal mit dem Montiereisen im Sattel bisschen blank kratzen, weil da soll der Belag nachher drauf laufen. Das ist wichtig, dass da kein Schmutz und Rotz drauf ist. So, Philipp wird jetzt einmal vorspulen, das sauber machen, Belege rein und so weiter. Das ist alles das gleiche wie vorne. Und dann geht es gleich weiter, wenn wir die Bremse voreinstellen. Jetzt stellen wir ihn wieder ein. Wir haben ja neue Bremsbelege, also haben wir die Kolben ja erst zurückgestellt, neue Bremsbelege rein. Jetzt stellen sie wieder auf Anschlag. Dafür drehen wir die Schraube hier nach links. So. So, dass man merkt, dass es schwerer geht. Und dann guckt man hier nochmal rein und sieht, dass die Bremsbelege anliegen. Aber die Radnabe sich noch drehen lässt. Das ist hier genau dasselbe auf der rechten Seite. Wichtig dabei ist, dass die Handbremse gelöst ist während ihr es macht. Also auch nach rechts drehen. Jetzt habe ich hier den Widerstand. Drehe ich wieder ein Stückchen zurück. Super. Das liegt jetzt alles eng an. Hier kommt wieder der Deckel drauf. Hier kontere ich jetzt die Schraube mit dem 22er Schlüssel fest. Und dann sind wir hier fertig. Hier noch den Deckel drauf. Dann haben wir die Bremse gemacht. Das mache ich jetzt gleich auf der anderen Seite auch noch. Und dann soll das Fahrzeug wieder perfekt bremsen. Der Vorteil oder das Gute ist, wir haben hier nichts mit Bremsflüssigkeit zu tun. Weil es kommt hier, wir drücken die Kolben zurück. Aufpassen, dass die Behälter nicht vorher schon zu voll sind, sie überlaufen. Zum Beispiel hier der eine ist übergelaufen, weil da vorher schon recht viel drin war. Vom Entlüften noch. Genau. Hiernach müssen wir nicht noch extra die Bremse entlüften, weil wir ja nichts mit Bremsflüssigkeit gemacht haben und es keine Möglichkeit gab, dass die Luft rankommt. Was noch? Schaut in unseren Online-Shop. Der hat dieses Wochenende jetzt gerade, wenn das Video online ist, geöffnet. Bestellt euch noch einen schönen Pulli, in schwarz oder blau, oder ein T-Shirt oder ein Schlauchschal oder was wir sonst noch Schönes haben. Also bis bald. Abonnieren und auf die Glocke klicken, ganz, ganz wichtig. We are the farmers.